Biker Lifestyle TV. Mittendrin statt nur dabei. Keine Straße glorifiziert die Geschichte des amerikanischen Traums mehr als die Route 66. Jeder Auto- und Motorradbegeisterte träumt davon, einmal die legendäre Mother Road zu erfahren, welche 2026 ihren 100. Geburtstag feiert. Die 2448 Meilen lange Straße führt das gesamte Inventar der amerikanischen PS-Kultur vor die Augen der Reisenden. Antike Tankstellen, flotte Diner, kuriose Motels und alte US-Cars. Diese Retro-Perspektive beginnt bekanntlich in Chicago und rollt durch 8 Bundesstaaten bis ans Ziel nach Los Angeles, an das berühmte Santa Monica Pier. Wir nehmen euch mit auf ein faszinierendes Stück amerikanischer Geschichte und Freiheit und zeigen euch die schönsten und kultigsten Plätze mit ihren Menschen auf der Route 66. Am 6. Tag unseres Roadtrips scheint wieder die Sonne am blauen Arizona-Himmel. Die Klamotten trocknen noch, während wir schon um die Ecke zum Frühstücken gehen. Wie geht's euch heute? Endlich wieder Sonne nach dem Regentag. Sehr gut, die Sachen sind trocken, wunderbar wieder. Und das Hotel hier ist auch Wahnsinn gewesen, ne? Das AmerikanerInnen, super. Hier in Flagstaff und ja, ich würde sagen, hier nebenan ist ein IHOP, International House of Pancakes. Die haben sehr gutes Frühstück, da gehen wir jetzt mal hin. Bei der amerikanischen Restaurantkette gibt es ein großes Frühstück, sodass es für den ganzen Tag reicht. Ach ja, jetzt beim Frühstück haben wir uns doch irgendwie umentschieden, oder? Weil das Wetter im Süden tatsächlich mal seltsamerweise nicht so gut aussieht, aber hier oben in Flagstaff und Grand Canyon. Und da wir immer gerne 2 Tage auch in Flagstaff bleiben, damit man einfach flexibel bleibt, sind wir jetzt flexibel und fahren hoch zum Grand Canyon. Grand Canyon. Da wir 2 Nächte in Flagstaff verbringen, nutzen wir den Tag für diesen grandiosen Ausflug. Es sind nur 125 Kilometer bis zum größten Naturwunder der Erde. Kurz vorm Nationalpark halten wir an einer Raststätte und etwas abseits entdecke ich einige wunderschöne Autos. Auf dem Weg zum Grand Canyon gerade mal ein paar ganz schöne Autos entdeckt. Und mein Traum, 57er Bel Air Hardtop Coupé Custom mit Blower. Puh, genau mein Ding. Genau mein Ding. Ja, aber kein Platz. Kein Platz. Am Eingang angekommen, kommt doch tatsächlich wieder eine Wolkenfront und mein Fotografenherz wird gerade todunglücklich. Ja, Grand Canyon, ne? Angekommen, sehr schön, Tour hierhin von Flagstaff und Wetter spielt im Moment auch noch mit. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier. Ja, man war schon mal da, aber ich muss sagen, es ist auch immer wieder ein bisschen aufregend, wenn man vorne ans Rim tritt und dann dieser Eindruck des tiefen Wegfalls hat. So, das ist schon eine sehr coole Sache. Für mich immer wieder geil, wobei ich es immer nur das Loch nenne. Ja, als ich hier gewohnt habe, wollte jeder hier hin und ich immer schon wieder zum Loch. Aber ist schon sehr imposant. 1800 Meter tief, bis zu 27 Kilometer breit. Das ist schon ein Wahnsinn, wenn man das jedes Mal wieder sieht.
Blick vom ersten Aussichtspunkt haut uns allerdings trotz des trüben Wetters fast aus den Socken. Auch wenn man schon öfter hier war, ist es immer wieder ein Erlebnis, den Loop zu fahren und bei den Aussichtspunkten in die Schlucht der Superlative zu blicken. Jedes Jahr zieht der Grand Canyon mehr als 5 Millionen Besucher an. Nach einem Tag Naturwunder geht es zurück nach Flagstaff, wo wir die Historic Downtown besuchen. Ein Spaziergang durch die alten Straßen mit ihren charmanten Geschäften und Cafés fühlt sich an wie eine Reise zurück in die Vergangenheit. Flagstaff ist voller Geschichte und verzaubert mit ihren alten Gebäuden. Ja, Flagstaff, es ist schon eine besondere Stadt. Ich meine, sie ist natürlich groß geworden durch die Eisenbahn und durch die Route 66. Aber heutzutage ist hier die große NIU, die Northern Arizona University, was hier sehr viele junge Menschen auch hinbringt. Aber hauptsächlich lebt die Stadt heute natürlich vom Tourismus als Gateway zum Grand Canyon. Aber was auch faszinierend ist, Sie haben ja hier das Skigebiet in Flagstaff, aber in nur 2 Stunden wäre man unten in Phoenix, Arizona, was von den Temperaturen oft von 0 Grad. Hier ist es nämlich sehr oft sehr kalt, weil wir hier auf 2100 Meter Höhe sind. Das merkt man noch nicht. Man fährt auf dieses Colorado-Plateau mit dem Bike und auf einmal wird es fürchterlich kalt und jeder sagt, was ist hier los? Aber genauso schnell kommst du wieder runter und hast auf einmal richtig Wüstenwind. Also das ist schon alles faszinierend hier. Nach dem ausgiebigen Rundgang und 100 Fotos mehr im Speicher zieht es uns noch ins Hotel Monte Vista, welches fast so alt ist wie die Route 66 selbst. Die Lobby könnte Geschichten erzählen über berühmte Leute wie John Wayne, Humphrey Bogart und viele mehr, die hier übernachtet haben. An der legendären Bar lassen wir bei einem Bier den Tag ausklingen. Ach so, ja, warte mal, ich guck mal. Der 7. Tag startet nicht ganz nach Plan. Sie guck mal, da ist richtig dicker Regen. Wetter ist das eine Problem, das zweite Problem kommt gleich danach. Ja, leider. Ich muss leider feststellen, dass die Harley-Davidson die letzten Zeit nur mehr Schrott abliefert. Was da abgeht, geht auf keine Kur mehr. Ich denke, dass die Lichtmaschine kaputt ist. Ich habe gestern gemerkt, dass das Display weg war auf einmal. Und zum Schluss dann hat sie zu ruckeln angefangen und das ist ein Zeichen, dass die Lichtmaschine kaputt ist. Aber bei einem Bike mit 3500 Meilen darf doch bitte die Lichtmaschine nicht kaputt sein. Also Harley hat ein schweres Problem und sollte sich schleunigst etwas überlegen, dass man das Qualitätsproblem wieder in den Griff kriegt. Bis alles für einen Motorradtausch organisiert ist, besorgen wir Frühstück to go und lassen uns Kaffee und Schinken-Käse-Buns schmecken. Und dann habe ich noch ein paar French Toast hier. Ja, French Toast. Oh. Und wie geht es jetzt weiter? Wie geht's weiter? Wir machen uns jetzt fertig. Eagleweather hat uns angerufen, gute Nachrichten, die haben sich gekümmert. Es hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert, aber der Abschleppwagen kommt, holt unser Bike ab, bringt uns zum nächsten Harley-Dealer. Dort steht schon ein neues Bike bereit. Wir switchen dann, der Vertrag wird geändert, lass es noch mal 10 Minuten dauern und dann kann der Bernhard uns hinterherrollen. Aber hat alles funktioniert. Also, ciao, bis später, tschüss. Die Gruppe macht sich schon auf den Weg. Bernie und Alex kommen nach. Die Route 66 führt uns in Richtung Winslow. Von den beiden Pfeilen der Geistersiedlung Twin Arrows ist einer leider abgebrochen und deshalb lassen wir die Attraktion rechts liegen.
Im Niemandsland zwischen Flagstaff und New Mexico ist die Mother Road im Interstate 40 aufgegangen. Diesen folgen wir bis zur Ausfahrt nach Winslow. Auch wenn manche glauben, die Autobahn sei langweilig, gibt es auf amerikanischen Interstates immer was zu sehen. Winslow ist ein legendärer Ort in Arizona, welcher durch den Song Take It Easy von den Eagles Unsterblichkeit erlangte. An der berühmten Ecke sind jetzt alle im Fotorausch. Ja, wir sind jetzt hier in Winslow, Arizona, at the corner. Das kennt doch jeder von den Eagles. Das hier ist jemand, der heißt einfach nur Easy. Es war eigentlich jemand nicht aus einer Band, der ist einfach hier, hat sich verewigen lassen. Und das ist die Statue von Glenn Frey. Und ja, jeder mag sich gerne mal mit ihm ablichten und das Lied ist einfach nur Wahnsinn. Im Souvenirladen erfragen wir, wie der Ort seine Bekanntheit erreicht hat. Like to ask you, what is special at this corner? Unsere Kreuzung ist speziell, weil sie in dem Lied Take It Easy von den Eagles besungen wird. Es dauerte eine Weile, bis wir entdeckten, dass wir an einer Goldmine saßen. Und 1999 haben wir hier Werbung gemacht. Und ab da kamen die Menschen, ob Sommer oder Winter, Regen oder Hitze, egal, es ist immer jemand an der Kreuzung. Einige Meilen weiter erreichen wir einen absoluten Klassiker der Route 66, die Jack Rabbit Trading Post, ein unscheinbarer Souvenirladen aus dem Jahr 1949. Mickey fragt noch, was es mit dem berühmten Schild auf sich hat. So knapp 15 Minuten hinter Winslow sind wir jetzt in Richtung Osten bei Jack Rabbit. Hey, tell me something about Jack Rabbit. What's its history? Well, we are 76 years old this year. Wir sind dieses Jahr 76 Jahre alt. Ich bin die dritte Generation derselben Familie, welche es seit 1961 besitzt. Um nach der Eröffnung der Autobahn auf sich aufmerksam zu machen, wurden die gelben Schilder platziert. 1000 Meilen nach Norden und Süden. Jetzt sind sie nur noch ein Souvenir, aber sie standen sogar in Australien. Over 9,000. Wow. That's the southernmost part of Australia. Oh, really? So that's the furthest, yeah. We have quite a... Jetzt schnell noch ein Foto auf dem berühmten Hasen und weiter geht der Trip. Von der Route 66 natürlich äußerst bescheiden. Darum fahren wir jetzt wieder auf dem Highway, auf dem Interstate. Weil das ist zu extrem für die Bikes. Man schüttelt sie alles zurück. Ja. Das Wigwam Motel in Holbrook ist unser nächstes Ziel auf dem Weg nach New Mexico und gilt als echtes Highlight. Die Wigwam Villages sind aus den 30er bis 50er Jahren erbaute Motels aus tipiförmigen Betonbauten. Wir sind hier in Holbrook, Arizona, an dem berühmten Wigwam Motel, wo man in diesen betonierten Wigwams übernachten kann, direkt an der Route 66. Jedes Gebäude hat so einen alten Oldtimer vor der Tür, ist schon urig. Es ist auch nicht sehr teuer, hat allerdings auch schon seine Jahre auf dem Buckel und die Bahn fährt vielleicht gefühlte 20 Meter nebenher Tag und Nacht hier dran vorbei.
wer es mag, okay. Also auf die Idee, sowas als Betonwigwam zu bauen, da muss man erstmal kommen. Ist wirklich originell gemacht, habe ich in der Form noch nie gesehen. Und muss dann dieser Kick, den man noch hat mit den Oldtimern davor, macht das Ganze schon sehr anschaulich. Wir müssen ja weiter, sonst hätten wir vielleicht mal übernachtet. Uns faszinieren die ganzen Oldtimer und am liebsten würden wir alle gern mitnehmen. Aber mir ist dann gleich wieder die Geschäftsidee geboren. Ne? Wir sacken hier die Autos ein und bereiten die auf in Deutschland und verticken die für den Markt mehr und sind dann Millionär. Und dann leben wir hier. Wenn diese Autos Geschichten erzählen könnten. Wir müssen leider weiter und sind zurück auf dem Interstate. Da, wo die amerikanischen Trucks zu Hause sind. Ich liebe diese Ami-Trucks. Kenworth, Peterbilt, alle geil. Die Painted Desert begleitet uns jetzt mit ihren faszinierenden Farben und Formen zum nächsten Bundesstaat. Unser Ziel für heute erreichen wir nach 312 Kilometern. Das El Rancho Hotel in Gallup. Das historische Hotel glänzt mit außerordentlicher Atmosphäre und ist bekannt für seine Hollywood-Stars. Als wir die Lobby betreten, fühlen wir uns wie in einem Western. Der alte Aufzug bringt uns zu den top renovierten Zimmern, welche nach Namen der Stars benannt sind. Meines ist von John Hodiak. Das Hotel wurde 1937 fertiggestellt. Die Bedeutung geht zurück auf zahlreiche Filmschauspieler, die hier zwischen 1930 und 1950 logierten. Meist im Zusammenspiel von Dreharbeiten, hauptsächlich Westernfilme, die in der Gegend von Gallup stattfanden. Die alten Fotos an der Wand zeigen das Who is Who des Western-Genres. Als Cowboy-Film-Fan geht einem hier das Herz auf. Inzwischen ist auch Alex und Bernie mit seiner getauschten Harley angekommen und wir gehen ins hoteleigene Restaurant, welches ebenfalls ein historisches Flair hat. Mit einem leckeren Steak beenden wir diesen spannenden Tag. Der Morgen startet mit Sonnenschein und verspricht heiß zu werden. Nachdem das Gepäck verladen ist, fahren wir zum Frühstücken in ein klassisches Diner in Gallup. Good morning, Gallup! Was für ein wunderschöner Morgen! Ich hoffe, es bleibt so. Sommerbrillen wäre gut. Ist im Koffer. In dem authentisch eingerichteten Route 66 Diner stärken wir uns für die nächsten 240 Kilometer nach Albuquerque.
These hands of mine have got some stories to tell. Seen parts of heaven and a whole lot of hell. Headed west to stake a claim in the ground. I got as far as Cripple Creek. Auf der alten Route 66 fahren wir parallel zum Interstate 40. Das Panorama der Painted Desert und der Santa Fe Express begleiten uns meilenweit. Die Nähe zur Bahnlinie zieht uns in ihren Bann. Züge mit 4 Kilometern Länge sind in Amerika Standard. Dabei werden Schiffscontainer durch das weite, endlose Land gezogen und verteilt. In Grants machen wir eine kleine Pause am Sands Motel, das vor allem nachts ein beliebtes Fotomotiv ist. So Miki, Sands Motel, was ist da los? Was ist da los? Ich wollte einfach mal, dass wir an einem typischen 50er-Jahre-Motel anhalten, was uns durch diese tolle Neonschrift eigentlich von der Bahn hier hingelotst hat. Und das Sands Motel, wie gesagt, das ist eins von vielen nostalgischen Motels entlang der Route 66, wo man auch heute noch übernachten kann. Einfach, aber immerhin nostalgisch. Wir treiben unsere Wheatwinds gemütlich mit 55 Meilen die Stunde weiter gen Osten durch die Weite New Mexicos. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few hundred miles. I'm running wild, ride the lightning, run all empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried, but I got bad down to my bones. Don't know where I'm gonna go, oh sweet child. I'm running wild. Kurz vor Albuquerque wartet noch ein Fotomotiv. Die Rio Puerco Bridge. Ja, wir stehen jetzt hier an der Rio Puerco Bridge, die von 1933 ist. Die wurde damals in Kansas gebaut und ich glaube, wenn die Geschichten erzählen würde, könnte, was hier schon alles lang gefahren ist, ich glaube, das wäre sehr interessant. Heute wachsen hier schon die Kakteen und blühen, aber wir sind jetzt kurz vor den Toren von Albuquerque und da werden wir jetzt weiter über die Route 66 fahren und heute Abend da einchecken. ...15 Kilometer weiter sind wir an unserem Hotel und parken die Bikes sicher auf dem abgesperrten Parkplatz. Denn die Stadt zählt zu einer der kriminellsten in den USA. Bei 34 Grad haben wir schnell unser Gepäck aufs Zimmer gebracht. Und jetzt gibt es kaltes Bier und Spaß im Pool. Jetzt sind wir pünktlich angekommen, jetzt können wir sogar noch das schöne Pool hier genießen in Albuquerque vom Hotel. Richtig geil, echt. Wir waren ja bloß 250 Kilometer heute. Ne? Schöne Bomben da, liegt Am Abend tauchen wir ein in die Old Town und schlendern durch die bunten Straßen, welche allerdings ab 19 Uhr wie leergefegt sind. Trotzdem genießen wir die Atmosphäre und finden ein Restaurant mit mexikanischem Essen. Den Tag beenden wir mit einigen Jackies in der Pool Area bei nächtlichen Temperaturen um die 28 Grad.
Morgen. Alle gut geschlafen? Hervorragend. Und jetzt haben wir schon das schönste Wetter heute Morgen. Super toll. Jetzt haben wir heute unseren freien Tag hier in Albuquerque und den nutzen wir. Fahren jetzt mal zu dem Sandia Peak Tramway. Das ist, wir fahren auf den Berg auf 3300 Meter Höhe und haben einen wunderbaren Ausblick. Und von dort geht es mal zum Harley Dealer hoch, Santa Fe, natürlich Downtown Santa Fe. Und danach nach Madrid über den Turquoise Byway. Und da werden wir uns auch zum Lunch aufhalten und ein bisschen mal auf die Spuren von Born to be Wild gehen. Und dann wieder zurück. Wird, glaube ich, ein super Trip heute. Wir verbringen 2 Nächte in Albuquerque. Das gibt uns Zeit, die Gegend zu erkunden. Die Sandia Mountains befinden sich östlich der Stadt. Mit einer Seilbahn gelangt man zur Bergstation, welche auf 3163 Metern liegt. Vorsichtshalber haben wir wärmere Kleidung an. Zügig gewinnen wir an Höhenmeter und die Rundumsicht ist spektakulär. ,30 Minuten später sind wir oben und es ist nicht kalt. Von der Terrasse des Restaurants hat man den besten Blick auf die Stadt und die weite Umgebung. Ja, wir sind jetzt über 10.000 Fuß, sind über 3.000 Meter. Als Österreicher fühlst du dich da wie eine Gamesee, wie zu Hause. Das kann ich nur empfehlen. Also wenn man die Route 66 macht, dann gehört das unbedingt zum Fixpunkt. Das ist so. Delle testet kurz, wie dünn die Luft hier oben ist. Ein bisschen Probleme mit dem Atmen auf 3200 Meter. Da fällt die Treppe, die 5 Stufen hoch geht, schon mal aus, als ob du 100 Treppen hochgehst. Aber die Aussicht, die entschädigt für vieles und ist schon richtig geil hier. Und wie schon gesagt, wie Bernie gerade schon erzählt hat, wenn du die Route 66 machst, dann musst du auch ein bisschen die Nebenstraße fahren und ein paar Attraktionen mitnehmen. Und wenn du dann hier den Peak machst, und das hat schon was. Auf der anderen Seite befindet sich das Skigebiet, welches Bob Nordhaus 1937 ins Leben gerufen hat. Und jetzt im Sommer erinnert es an Österreich. Und Miki, als alter Flachland-Tiroler, was sagst du? Hä? Was heißt die Wir reden da gerade drüber, dass uns jetzt nur noch die Knödelsuppe mit einem leckeren Nüssli mitfehlt bei der Aussicht hier. Super schön. Also, erinnert mich schon ein bisschen an unsere Alpen so hier oben, aber ich finde es schön hier oben. Bei der Hinunterfahrt fragen wir unsere Gondelführerin nach dem Skigebiet. Are they still in operation? Yes, it's just we don't get enough snow. Leider haben wir hier nicht mehr so viel Schnee, weil es auf der ganzen Welt wärmer wird. Normalerweise haben wir eine gute Skisaison, aber jetzt gibt es nur noch 2 Meter Schnee und so haben wir nur noch 2 Monate offen. Weiter geht unsere Tagestour zum Harley-Dealer nach Santa Fe. Wackett West Harley-Davidson beeindruckt uns mit seiner Größe. Die Auswahl an Harley-Modellen ist allerdings überschaubar. Überwiegend stehen Road Glides im Showroom. Für $49.000 gibt es eine CVO. Da besteht keine große Preisdifferenz zu Europa. Neuer Freund. Wir interessieren uns aber mehr für die beliebten Dealer-Shirts. Die gibt es schon zwischen $40 und $70, auch nicht gerade ein Schnäppchen. Trotzdem nehmen wir eins mit. Sehen sie eigentlich ganz gut aus. Nach der Shoppingtour fahren wir nun direkt nach Santa Fe, dem Juwel von New Mexico. Schon die Main Street in Richtung Downtown
fasziniert mit ihren historischen Pueblo-Architekturen. So, jetzt sind wir in Santa Fe angekommen. Gegründet 1610 und liegt auf 2200 Meter. Ist also schon ist die höchste Capital, Hauptstadt von einer Staat in den USA. Ja, so um die 88.000 Einwohner, sehr geprägt durch spanische und Native Indian Kultur. Und das sieht man auch an der ganzen Architektur hier. Sehr viele Kunstgalerien. Wir gehen jetzt durch Palaube, wo auch ganz viele Indianer ihren Schmuck verkaufen. Also auf jeden Fall ein wunderschöner Ort. Und wir freuen uns jetzt mal hier stöbern zu dürfen. Die Stadt ist ein Magnet für Künstler mit ihrer einzigartigen Mischung aus spanischer Kolonialarchitektur und Kunstgalerien. Hier lohnt es sich, durch die Straßen rund um die traditionelle Plaza zu bummeln und die künstlerische Stimmung einzufangen. Die Mischung aus spanisch, mexikanischer und indianischer Kultur verleihen dieser Stadt südländische Atmosphäre und Lebensfreude. Beeindruckend ist die Kathedrale des heiligen Franziskus von Assisi mit ihren massiven Glockentürmen aus dem Jahr 1869. Sie gehört zu den wenigen Bauwerken im französisch-romanischen Stil. Schräg gegenüber erstreckt sich ein im Pueblo-Stil erbautes Staatsgebäude, in dem heute das Museum of Contemporary Native Arts untergebracht ist. Die bemalten Außenpfosten sind aus Holz. Diese Stadt lässt unsere Herzen höher schlagen und ein Nachmittag ist definitiv zu kurz. Santa Fe, ja, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also man hat ja im Kopf so ein ganz klein bisschen so Erinnerungen an die Westernzeit früher im Kino. Und ich habe eigentlich gedacht, Santa Fe wäre so ein kleines Städtchen mit ein bisschen Güterverkehr, eine Bahnschiene, aber das Ding ist ja riesig groß hier. Und mich hat die Stadt, also Downtown, ist natürlich auch viel Touristik hier, aber im Grunde genommen sieht es richtig, richtig schön aus. Und wer auf dem Weg ist, sollte auf jeden Fall mal in Santa Fe stoppen. Von Santa Fe aus fahren wir auf dem Turquoise Trail durch die malerische Landschaft nach Madrid. Eine Künstlerenklave, die durch den Film Born to be Wild aus dem Jahr 2007 berühmt wurde. Wir parken direkt an der Filmlocation, dem Maggie's Diner. Wir sind jetzt in Madrid, New Mexico und stehen hier vor dem Maggie's, da wo der berühmte Film gedreht worden ist, Wild Hogs mit John Travolta. Und hier war dieser Maggie's Diner. Er war nie ein Diner, sondern nur im Film und jetzt ist er auch wieder ein Souvenirladen. Aber wer hat den Film nicht gesehen? Es ist wirklich cool hier zu sein. Die Stimmung ist ähnlich wie im Film, ist wirklich ganz fantastisch. Hallo. Zunächst stöbern wir im Shop und ein Filmsouvenir muss gekauft werden. Dann war ich halt in Madrid, New Mexico und bin jetzt stolzer Member der Del Fuegos und ich spiele demnächst mit beim Wild Hogs 3. Entlang der Hauptstraße finden sich in den alten Häusern meistens Künstler, die hauptsächlich vom Tourismus leben. Heute hat Madrid ca. 150 Einwohner.
Und es stehen sogar noch einige Relikte aus dem 18. Jahrhundert hier, als Madrid noch eine Minenstadt war. Dann treffe ich tatsächlich einen Althippie, der in seinem Van lebt. Aber leider verstehe ich ihn nicht. French? You're French? Oui, je parle français. J'habite en Afrique de l'Ouest. And you live here? Bien sûr, ça c'est ma maison. Ça c'est la maison avec le nom Zola. Okay. Oui. Have fun. Beim Bummeln durch die Main Street weiß Bernie noch mehr über das Städtchen. Es ist interessant, weil der Ort eigentlich Hippie-Kommune immer war und dadurch auch in der Kunstszene präsent war und dadurch auch die Connection zur Filmszene gekommen ist. Und eben der John Travolta ist einer von den Masterminds gewesen. Der hat das auch irgendwie gepusht, dass die dann als Location da genommen werden. Das war ganz interessant. In einem Restaurant am Ortsausgang essen wir bei Live-Musik zu Mittag und mit einem Schlachtruf verlassen wir die kultige Filmkulisse. Bei bestem Licht schwingen wir uns auf dem wunderschön zu fahrenden Turquoise Trail zurück nach Albuquerque. Zum Abschluss des Tages gibt es ein paar Cervezas in einer Bar mit Garten. Von hier können wir das Treiben auf der Main Street beobachten und lassen unsere Eindrücke von New Mexico noch einmal Revue passieren. Tag 10 startet schon um 7 Uhr früh. Ja, heute sind wir ein bisschen früher los. Wir haben ein bisschen Strecke zu machen. Wir fahren jetzt von Albuquerque nach Amarillo. Also das heißt wieder Zeitgrenze überschreiten. Und wir verlieren eine Stunde. Das müssen wir einholen. Und ja, was sehen wir unterwegs? Wir halten dann schon ein paar schöne Ecken an auf der Route 66. Blue Swallow Hotel, aber natürlich auch die Cadillac Ranch in Texas. Da freuen wir uns auch schon drauf. Und dann haben wir ein schönes Programm in Texas. Big Texan Steakhouse und Rodeo. Von den 470 Kilometern möchten wir einiges auf dem Interstate abspulen. Aber auch in Amerika gibt es Unfälle und Vollsperrungen, sodass wir im morgendlichen Berufsverkehr durch die Stadt eiern müssen. Eine Stunde später sind wir endlich auf der Autobahn. Und 50 Meilen weiter gibt es an einer Raststätte endlich ein kleines Frühstück. Danach wartet das Blue Hole bei Santa Rosa auf uns. Direkt an der Route 66 befindet sich der kleine, 30 Meter tiefe See und wird hauptsächlich für Tauchtrainings genutzt. Nach dem kleinen Abstecher empfängt uns hoch über der Route 66 ein Oldtimer. Der gelbe Hot Rod macht schon von weitem auf das Santa Rosa Automuseum aufmerksam. Ein Muss für alle Autofans. Der Eintritt kostet nur $5 und es werden viele Erinnerungsstücke der Route 66 geboten. Schon der Eingangsbereich ist im Stil der 50er Jahre eingerichtet. Die hier ausgestellten Fahrzeuge sind ein echter Augenschmaus und unsere Handyspeicher glühen.
wer das nötige Kleingeld hat, kann hier einige der Classic Cars kaufen. Heute jagt ein Highlight das andere an der Mother Road. Wir erreichen Tucumcari, einen wunderbaren Ort und bekannt für seine neonbeleuchteten Motels. Wir halten am Blue Swallow Motel, wohl einem der berühmtesten an der Route 66. Künstler sind vor Ort, um für eine Ausstellung zum 100. Geburtstag die historischen Gebäude zu malen. We're gonna have a show because it's the 100th year anniversary. Yeah, of course. So in September, so you might see other artists around town. Ah, okay. Yeah. Ein weiteres Fotomotiv findet sich einen Kilometer weiter auf der rechten Seite, das TP Curious. Alles ist wunderschön renoviert und bemalt. Wir erkennen, dass viele Städte an der Mother Road ihre Relikte für den anstehenden Geburtstag aufbereiten. Jetzt sind es nur noch ein paar Meilen bis zur Texas State Line und eine halbe Stunde später haben wir die Hälfte unseres Roadtrips geschafft. Wir sind am berühmten Midpoint in Adrian. Jetzt werden wieder alle Handys gezückt und Selfies geschossen. So, we made the middle of Route 66. Wir sind hier am Midpoint, jetzt schon in Texas und ja, wir haben es soweit geschafft. Jetzt noch ein paar Meter bis Amarillo und dann geht's in Big Texan Steakhouse. Wir bringen schnell unser Gepäck ins Hotel und schon sind wir unterwegs zum Big Texas Steakhouse, das wohl berühmteste Steakhouse der Welt. Hier sind wir mit Bobby, dem Eigentümer, verabredet und fragen nach, wie lange es das Steakhouse schon gibt. Very legendary on Route 66 in Amarillo. Thank you, very good to have you. How old is this place? This place was opened in 1960 on Route 66. And my father opened it and had no idea. Mein Vater eröffnete das Restaurant 1960 und er hatte damals keine Ahnung von Cowboys, weil er aus New York war. Aber er liebte die Cowboys. Und so eröffnete er das Restaurant. Und zum Glück kamen die Cowboys dann auch und haben sich genauso benommen, wie es sein musste. Berühmt ist das Steakhouse für sein 2-Kilo-Steak, das man umsonst bekommt, wenn man es schafft, das Monstrum mit Beilagen innerhalb einer Stunde zu verzehren. Gerade sind 2 Kandidaten auf der Bühne, die ihr Glück versuchen. Wenn sie es nicht schaffen, kostet es genau $72. Wir bekommen einen großen Tisch mit Blick auf die Bühne, wo die Zeit läuft, und bestellen uns ein im Verhältnis kleines 300 Gramm Sirloin Steak. Das perfekte Steak in einem wilden amerikanischen Setting. Das muss man erlebt haben. Ja, also schau mal, mein Bauch, der ist kurz vorm Platzen. Wunderbar, ich habe noch nie so ein saftiges Steak gegessen. Das kann man nur empfehlen. Einfach geil. Wirklich. Super lecker Steak. Nach dem Essen sind wir noch auf ein großes Rodeo eingeladen. Im Amarillo National Center wird alles zelebriert, was man unter original texanisch vermerken darf. Im Stadion gibt es mindestens 30.000 Cowboys und Cowgirls, patriotische Ansagen, furchtlose Reiter, Bier und Hotdogs. Wer das echte Texas erleben will, muss sich so eine Show gönnen. Wir stoßen an auf einen erlebnisreichen Tag und flüchten dann schnell ins Hotel, denn eine Gewitterfront kommt auf Amarillo zu.